Es war gegen 4 Uhr frühs, als ich aus dem Halbschlaf aufwachte und draußen an der Tür Geräusche hörte. Warum ich nun seit knapp 9 Jahren nicht mehr richtig schlafen kann und was in einer dramatischen Nacht in Paraguay passiert ist, erfährst du im folgenden Video. Wir hatten schon einmal darüber gesprochen, dass bei uns in Paraguay eingebrochen wurde. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Aber der Diebstahl selbst war nicht das Ereignis, was sich am tiefsten in uns eingebrannt hat. Wir haben lange geschwiegen und nicht darüber gesprochen, selbst mit Freunden und Familie nicht. Die Situation war für uns so schwerwiegend, dass sie im Innerlichen erstmal aufgearbeitet werden musste, bevor wir uns getraut haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Damit ihr das Ganze besser einordnen könnt. Das Ganze geschah im Jahr 2017 in Paraguay. Unser damaliges Haus bestand nur aus einem Raum. Es hatte eine Größe von ungefähr 4 mal 6 Meter. Es war ein einfaches Steinhaus in einem etwas gehobeneren Standort als die Nachbarhäuser. Unser Haus hatte keine extra Gitter vor den Fenstern. Allerdings bestanden die Fenster an sich schon aus einem Metallgeflecht mit Glasscheiben dazwischen. Und auf meinen Wunsch hin haben wir uns bereits in Deutschland eine Sicherheitstür gekauft, die ebenfalls im Mauerwerk direkt verbaut wurde. Wir hatten vorher eine Zeit lang mit Außenlicht geschlafen für ein höheres Sicherheitsgefühl. Allerdings durch diese Glasscheiben und ohne Vorhänge kam so viel Licht ins Haus rein, dass ich nicht gut schlafen konnte. Auf meinen Wunsch hin schliefen wir zur damaligen Zeit immer ohne Beleuchtung, weil ich so besser schlafen konnte. Zu dieser Zeit hatten wir auch keinen Hund, der ein Warnsignal hätte geben können. Mia war noch kein Jahr alt und wurde nachts von mir gestillt. Es war gegen 4 Uhr frühs ungefähr. Es war noch sehr dunkel und eigentlich wollte ich noch schlafen. Vielleicht kennen die Mütter unter uns hier das. Das ist dann so ein Halbschlaf. Ja? Man ist nicht so richtig tief am Schlafen, man ist aber nicht richtig wach, irgendwie so am Dösen. Und dann hörte ich Geräusche draußen. Ich bin sowieso ein bisschen ängstlich, aber ich habe mir das dann weggeredet, weil wir auch schon vorher Tiere draußen hatten, unter anderem sogar Affen, die an ein paar Lebensmittel rangegangen sind, die wir draußen gelagert haben. Und so habe ich dem erstmal nicht weiter groß Beachtung geschenkt. Allerdings war dann ein Geräusch dabei, was ich keinem Tier mal zuordnen konnte. Das war wie so ein menschliches Räuspern. Und da gab es so einen Moment gefühlt, diese Sekunde, die sich angefühlt hat wie eine Minute, wie ich richtig gemerkt habe, wie mein Körper plötzlich Adrenalin ausschüttet, wie mir heiß wird, Und dann habe ich beschlossen, dass ich Sebastian wecken muss. Bei mir ist das so, wenn ich überraschend wach werde, brauche ich einen Moment, um erstmal in Fahrt zu kommen. Also bin ich etwas verschlafen, leicht benommen, leise und ruhig zur Tür gelaufen. Als ich vor der Tür stand, habe ich überlegt, was ich tun kann. Ich hatte es damals so gelöst, dass das Außenlicht nur von innen angeschaltet werden konnte. Also betätigte ich den Lichtschalter. In dem Moment sah ich, wie hinter diesem Milchglas eine menschliche Silhouette nach oben kam. Ab diesem Moment wusste ich, Jolien hat sich das nicht nur eingebildet. Mein Herz schlug wie verrückt. In diesem Moment habe ich nicht viel Zeit gehabt zum Überlegen, aber trotzdem, das ist eine Situation, die man sich vorher nicht zurechtdenkt. Wo man denkt, jetzt handle ich so und so, jetzt mache ich dies oder das. Ich hatte das Gefühl in diesem Moment, derjenige, der außen steht, ist klar im Vorteil. Weil ich weiß nicht, was er dabei hat. Hat er eine Waffe dabei? Möchte er uns ausrauben? Möchte er uns bedrohen? Das wusste ich alles nicht. Deswegen habe ich in diesem Moment gemacht, was mir sofort in den Kopf gekommen war. Ich habe einen Ohrschrei abgelassen. Ich möchte ihn jetzt nicht nachmachen, weil es war laut. Weil ich aus Verzweiflung nicht wusste, was ich tun soll. Und in diesem Moment, als ich so geschrien habe, ist dieserjenige weggelaufen. Nichtsdestotrotz war für uns die Situation nicht geklärt, weil wir wussten nicht, ist er allein, kommt er wieder, was macht er? Und deswegen haben wir erstmal verharrt. Da das Ganze nun schon 9 Jahre her ist, sind kleine Lücken bei uns in der Erzählung. Dennoch erinnern wir uns daran, dass wir nicht sofort die Tür aufgerissen haben, sondern sein Weglaufen gehört haben und versucht haben,
irgendwie ein Bild zu erhaschen von diesen Menschen. Leider sind unsere Fenster in die Richtung, in die wir weggelaufen sind, so weit in unserem Haus nach oben platziert, dass man da eigentlich nichts sehen kann. Und so war es auch. Egal welches Fenster wir durchschauen wollten, wir haben nichts mehr sehen können. Ich habe es ja vorhin schon versucht anzudeuten. Wir waren uns auch nicht sicher. Ist derjenige allein? Ist da noch jemand anders draußen, der wartet? Und zum anderen hatten wir nichts im Haus, um uns zu verteidigen. Nichts. Ein Küchenmesser, ja okay, aber nichts. Die Macheten, Werkzeuge, das stand zum Großteil draußen. Also haben wir uns beraten und in der Zwischenzeit merkten wir schon, dass die Dämmerung fortgeschritten war und es draußen heller war. Also entschieden wir uns dazu, rauszugehen. Ich bin der Meinung, ich bin erstmal alleine rausgegangen, weil, wie meine Frau schon gesagt hatte, wir hatten einen Säugling, der gestillt wurde und wir wollten uns natürlich nicht alle in Gefahr bringen. Deswegen bin ich erstmal nach draußen gegangen mit Herzschlag, selbstverständlich. Habe mir dann erstmal draußen eine Machete genommen, um mich im schlimmsten Fall irgendwie verteidigen zu können oder wenigstens dem anderen ein bisschen Angst machen zu können. Und dann habe ich erstmal ums Haus geschaut. Und dann habe ich hinterm Haus Fußabdrücke entdeckt. Natürlich haben wir sofort diese Fußabdrücke mit unseren eigenen verglichen. Mit unseren eigenen Schuhen wie die Schuhgröße. Und irgendwie passte nichts zusammen. Unsere Schuhgröße passte nicht, unsere Sohlen, das Profil passte nicht. Es war definitiv wer anders dort. Als wir dann zurück zum Haus kamen, sah ich an der Türzarge Beschädigung. Beschädigung an der Zarge, beziehungsweise Beschädigung am Putz, wo jemand versucht hat, mit irgendeinem Gegenstand an der Tür zu hebeln. Was uns dann bestärkte, dass da wirklich jemand da war. Weil manchmal tut man sich dann auch denken, stimmt das jetzt? Haben wir uns das nur eingebildet? Diese Gedanken kommen natürlich auch, aber das waren alles Zeichen, die Fußabdrücke plus die Spuren an der Tür, die uns bestätigten, da war jemand, es wollte jemand schauen oder es wollte uns jemand was Böses, was wir nicht genau wissen. Also da wollte jemand definitiv in unser Haus rein. Die Frage ist, wusste er, dass wir da sind oder wusste er das nicht? Ich glaube, darauf werden wir bis heute keine Antwort erhalten. Eigentlich war geplant, dass ich an diesem Tag alleine in die Stadt einkaufen fahren wollte. Aber ich wollte doch nicht allein zu Hause bleiben nach diesem Ereignis. Also entschieden wir uns, gemeinsam zu fahren und ließen unser Grundstück, unser Haus allein zurück. Die ganze Zeit hatte ich schon ein komisches Gefühl im Bauch. Wir blieben mehrere Stunden in der Stadt. Wir kauften ein und deckten uns zusätzlich mit weiteren Lampen ein, um den Außenbereich weiter beleuchten zu können. Je näher wir wieder unserem Zuhause kamen, wurde ich unruhiger und ich konnte es kaum erwarten zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Der Tag war mittlerweile ziemlich weit fortgeschritten. Nach etwa 8 Stunden in der Stadt einkaufen, Dinge organisieren, kamen wir zurück. Kurz zur Erklärung, wenn wir auf unser Grundstück gefahren kamen, sind wir nicht auf die Vorderseite des Hauses zugegangen oder zugefahren, sondern auf die Rückseite. Sprich, als wir mit dem Auto angefahren kamen, sah erstmal alles ganz normal aus. Ich weiß noch genau, wie es sich angefühlt hat, als ich um die Ecke kam und überall lagen unsere Sachen verstreut auf dem Boden. In der Nacht wollte jemand in unser Haus rein. Einige Stunden später hat er seine Tat vollendet. Ja, ich bin dann auch dazu gekommen und wir haben euch hier ein Bild mal nachgestellt. Also es lagen wirklich alle Dinge, die wir im Haus hatten, praktisch gefühlt unterm Vordach, auf der Matscherde, im Matsch. Und ich kann mich daran erinnern, dass Sebastian mich fragte, was wir jetzt machen. Und ich habe echt, wie Sebastian auch die andere Situation geschildert hat, wie so ein Funktioniermodus. Ich habe wirklich ganz trocken, ohne dabei Spaß machen wollen, gesagt, naja, aufräumen. Weil das war auch das Einzige, was mir in diesem Moment eine gewisse Ruhe innerlich für die Emotionen gesorgt hat, war wirklich aufräumen. Erstaunlicherweise war unsere Tochter ziemlich ruhig dabei. Die saß im Hochstuhl und wir haben aufgeräumt, denn wir konnten nicht einmal das Haus betreten. Weil auch im Haus der ganze Boden voller Gegenstände lag, sodass wir die Tür nicht öffnen konnten. Die Diebe hatten es nicht geschafft, die Tür zu öffnen. Weil, wie meine Frau schon sagte, es eine Sicherheitstür war und sie mit den Dingen, die sie mitgebracht hatten, das scheinbar nicht lösen konnten. Deshalb hatten sie sich dann dazu entschieden, die Fensterscheibe zu zerstören. Also bin ich dann, genau wie die Diebe, durch diese Öffnung ins Haus geklettert, um innen erstmal ein bisschen Dinge wegzuschieben, um die Tür von innen öffnen zu können. Später haben wir dann gesehen, dass sie, bevor sie diese Scheibe eingeschlagen haben, versuchten, die Tür aus dem Mauerwerk zu hebeln. Aber diesmal nicht mit einem Schraubenzieher, sondern mit einem 2 Meter langen, relativ starken Ast. Und das Lächerliche daran ist, wenn sie sich außen mal etwas umgesehen hätten, hätten sie eine Brechstange und anderes großes Werkzeug gefunden, um diese Tür vielleicht
doch relativ einfach aus dem Mauerwerk raushebeln zu können. Die Frage ist, was wäre gewesen, wenn ich allein in die Stadt gefahren wäre und meine Frau und mein Kind zu Hause geblieben wären? Ehrlich gesagt, mag ich nicht drüber nachdenken. Wir hatten nur noch wenige Stunden, bis die Dämmerung einsetzte. Somit versuchten wir, das Möglichste aufzuräumen und waren froh, dass die Tür in ihrer Verankerung noch drin war. Ziel für diesen Abend war für uns, das Haus wieder so herzurichten, dass wir die Nacht halbwegs sicher verbringen können, weil wir ja nicht wussten, ob die Diebe wiederkommen würden. Was mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, ist das Verhalten von unserer noch nicht mal ein Jahr alten Tochter. Denn als wir angekommen sind, mussten wir erstmal funktionieren und aufräumen. Ich setzte unsere Tochter in den Hochstuhl, unmittelbar in unserer Nähe. Und erstaunlicherweise, als hätte sie die Lage emotional begriffen, hat sie sich die ganze Zeit über selbst beschäftigt, ohne zu jammern. Sie hat einfach funktioniert, genau wie wir. Viele von euch wird bestimmt interessieren, was wurde uns alles gestohlen. Ganz sicher können wir das bis heute nicht sagen, denn es wurde fast jede Kiste ausgekippt, durchspült, durchsucht. Wir sind uns sicher, die Diebe waren auf der Suche nach Geld. Wieso wir diese Vermutung haben? Kurz vor dem Einbruch bei uns wurde bei einem anderen Deutschen sein Container aufgebrochen. Und aus diesem Container wurde eine höhere Geldsumme gestohlen. Bei uns fehlten Dinge wie eine Kamera, ein Laptop, ein paar Dinge, an die wir uns erinnern können, weil sie emotionalen Wert haben, sind zum Beispiel unsere Eheringe. Wieso haben wir die nicht umgehabt? Ja, das hat verschiedene Gründe. Jedenfalls kam es dazu, dass sie in der Schatulle im Regal lagen und die wurden mitgenommen. Kleiner Wermutstropfen, es waren Eheringe aus Edelstahl. Wieso? Weil wir kurz vor dem Auswandern noch geheiratet hatten und nicht viel Geld in Eheringe investieren wollten. Ein anderer Gegenstand, der mir noch im Gedächtnis geblieben ist, ist das Fernglas, was mir mein Vater geschenkt hat. Das hat mehr emotionalen Wert für mich gehabt und das hat mich mehr verletzt, dass dieses entwendet wurde. Bei manchen Dingen haben wir es wirklich erst nach Wochen gemerkt, zum Beispiel den MP3-Player von Jolene. Haben wir erst nach Wochen oder Monaten gemerkt, dass er nicht mehr da war. Und bei anderen Dingen hat sich wieder gezeigt, dass es Amateure waren, weil sie haben Funkgeräte mitgenommen, aber nicht das passende Ladegerät dazu, was daneben lag. Der Schaden in finanzieller Hinsicht war gar nicht so groß, in Anführungsstrichen. Aber der emotionale Schaden durch das Durchwühlen, unsere Dinge im Matsch, allein der Punkt, dass jemand alles angefasst hat, sich alles angeschaut hat, das sitzt tiefer. Die Quintessenz von uns ist die, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass sie nach Geld gesucht haben. Weil Geld hat diesen großen Vorteil für einen Einbruch, egal wo, es ist nicht nachvollziehbar, weil es nicht an den Menschen gebunden ist, wie ein Fahrzeug, was registriert ist auf jemanden. Außerdem denken wir, dass sie vielleicht nicht fertig geworden sind, weil ein paar Kartons oben im Regal standen noch verschlossen. Aus diesem Punkt waren wir sehr besorgt, was die folgende Nacht angeht, weil wenn sie nicht das gefunden hatten, was sie gesucht hatten, Geld, kommen sie dann wieder? Vielleicht sogar mit Waffen, um von uns dieses Geld, was sie nicht gefunden haben, zu erpressen? Weil, wenn sie bei einem anderen Deutschen das Geld gefunden haben, vielleicht auch bei anderen vorher schon, das wissen wir nicht, dann sind sie vielleicht der Vermutung, dass wir es auch haben. Die erste Nacht kam schneller, als uns lieb war. Die Tür war immer noch kaputt und noch längst nicht alles aufgeräumt. Um uns ein bisschen sicherer zu fühlen, haben wir das Loch in der Tür mit einer Folie geschlossen, weil uns in der Kürze der Zeit nichts anderes eingefallen war und nicht anderes Material verfügbar war. Allerdings erzeugte das natürlich ein starkes Unbehagen, weil das hätte man mit dem Messer oder mit dem Finger einfach durchdrücken können. Und es fiel uns extrem schwer, unter diesen Bedingungen zu schlafen. Weiterhin stand ja im Raum, ob vielleicht noch mal jemand zurückkommt. Wir waren uns da wirklich nicht sicher. Also beschlossen wir, dass wir abwechselnd schlafen. Erst der eine von uns, im besten Fall für 4 Stunden, und dann der andere für 4 Stunden. Am Anfang haben wir uns beide schwer getan, überhaupt zu schlafen.
auch wenn der eine sagte, dass er wach blieb, mein ganzer Organismus, ich erinnere mich noch daran, an den ganzen Stress und die Angst und die Sorge, so richtig schlafen klappte nicht. Und richtig geschlafen haben wir dann erst sehr, sehr früh zum Tag hin, oder? Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war die Nacht sehr unangenehm und diese Angst war in dieser Nacht sehr präsent. Seitdem hat sich mein Schlaf definitiv geändert. Mein Körper scheint die ganze Zeit die Geräusche zu scannen. Abweichung von der Norm, klingt etwas anders, ist etwas lauter als sonst, ist irgendwo etwas inkohärent. Ich mache das nicht bewusst, weil ich Angst habe. Es ist mehr eine körperliche Reaktion auf dessen, was passiert ist. Dieses Gefühl ist manchmal so intensiv, dass ich selbst Träume entwickelt habe, wo wir vor dieser gleichen Situation stehen, dass nachts sich jemand Zutritt verschafft. Die Träume sind sehr real, weil sie beziehen sich dann immer auf meinen aktuellen Schlafort. Wenn ihr jetzt denkt, das ist daran gebunden, wie wir leben. Ich habe diese Träume auch in Deutschland. Ich habe diese Träume auch in geschlossenen Häusern, die verriegelt sind, die sicher sind. Mein Körper ist die ganze Zeit in so einer Art Alarmbereitschaft. Und wenn der Punkt kippt, wo es dann doch von der Alarmbereitschaft in eine Angst geht, dann wecke ich natürlich auch Sebastian. Denn irgendwo ist da die Angst, auch wenn sie mir nicht bewusst ist. Und dann möchte ich schon, dass er nachsieht, ob ich Recht habe oder Unrecht habe. Bei mir war es etwas anders als bei Jolene. Nach einer gewissen Zeit konnte ich wieder ruhiger schlafen. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Schlaf an sich tiefer war, schon immer, als der von Jolene. Oder dass sie Mutter ist und dadurch sowieso einen anderen Schlaf hat, weil man da ja immer so ein bisschen in der Alarmbereitschaft ist, weil man ja auf ein Kind zu achten hat. Trotzdem, gerade jetzt in einem Haus wie diesem oder damals in Paraguay oder auch dann in Peru, habe ich trotzdem manchmal Nächte, wo ich auch Geräusche höre und denke, ist da jemand? Ist da was? Und zum anderen, wie meine Frau schon gerade gesagt hat, wenn sie etwas vermutet, etwas hört, was manchmal wirklich oft vorkommt, dann macht sie mich meistens nachts wach. Im ersten Moment bin ich oftmals etwas genervt, weil ich denke, wieso schon wieder? Aber aufgrund des Passierten gehe ich natürlich ihren Bedenken, ihren Geräuschen, ihren Bitten meistens nach. Und das bedeutet für mich dann, ich gehe mit Taschenlampe nach draußen, schaue mich um, nehme dann manchmal auch, wenn ich selbst etwas höre, eine Machete mit oder einen anderen Gegenstand, um mich im schlimmsten Fall zu verteidigen. Ich hoffe natürlich inständig, dass es nie dazu kommen wird. Natürlich haben wir überlegt, wie wir uns jetzt besser schützen können, nachdem so etwas schon passiert ist. Zusätzlich zu unseren Außenlampen, die den kompletten Weg bis zum Containerhof beleuchtet haben, denn auch da habe ich mittlerweile nachts immer Geräusche gehört, haben wir konkret über Waffen nachgedacht. Zumindest habe ich meinem Mann gesagt, dass er sich dem Thema doch bitte öffnen soll. Und wir haben auch das Thema Hund wieder konkretisiert. Auf die Bitte meiner Frau hin, mich mit dem Thema Waffen zu beschäftigen, fällt mir nur ein, dass ich damals wie auch jetzt den gleichen Gedanken hatte. Das möchte ich nicht, weil ich habe von anderen erfahren und mitbekommen, dass es dann erst recht zur Eskalation kommen kann. Wenn der Einbrecher, der Mensch, der einem vielleicht was Böses möchte, mit einer Waffe kommt, sieht, dass der andere auch eine Waffe hat, dann kann es ganz schnell eskalieren. Dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt nicht allein waren, sondern eine kleine Tochter hatten, wollte ich dies natürlich unbedingt vermeiden. Trotz diesen Vorfalles wollten wir nicht, dass es sich in unserem Leben nur noch um Verteidigung und Angst handelt. Das, was wir schnell umgesetzt hatten, war ein Elektroschocker. Das klingt jetzt gleich erstmal lustig, allerdings wurde mir beim Einkauf vor dem Supermarkt nach dem Einbruch so ein Gegenstand angeboten und ich dachte, ja, vielleicht beruhigt es meine Frau etwas, wenn sie dieses Teil zu Hause hat. Es ist mehr als nichts. Zusätzlich zu dem haben wir dann die Brechstangen, die wir draußen im Griffbereit hatten, natürlich nach innen geholt, was zusätzliche Sicherheit für die Verteidigung geboten hat. Ja, nicht nur das.
Wir haben versucht, alles, was draußen lag, was irgendwie hätte gegen uns verwendet werden können, ins Haus zu holen. Was natürlich bei unserem kleinen Haus mit der begrenzten Fläche nicht so angenehm war. Allerdings war uns das die Sache definitiv wert. Also wir hatten mittlerweile jede Nacht draußen die Beleuchtung bis zum Container den Weg hoch. Wir hatten Hunde, die vor der Tür geschlafen haben, und wir hatten, sag ich mal, Verteidigungsgegenstände im Haus. Aber irgendwie fühlte sich das dann auch an wie so ein schlechter Film oder ein Computerspiel wie Wettrüsten oder ähnliches. Und daraufhin haben wir dann auch beschlossen, dass wir wegziehen müssen, weil sich das Ganze einfach nicht mehr gut angefühlt hat. Wenn euch das interessiert, dann verpasst auf gar keinen Fall dieses Video. Für uns war es nicht nur ein Einbruch, sondern ein tiefer Einschnitt in das Sicherheitsgefühl. Manche Ereignisse brennen sich tief in die Seele ein. Für andere mag das einfach nur ein Einbruch gewesen sein. Wir erzählen euch das nicht, um Mitgefühl zu erwecken. Wir erzählen euch das, dass ihr versteht, dass seither meine Nächte nicht mehr die gleichen sind. Dieses Ereignis kann man auf zweierlei verschiedene Weisen betrachten. Den Einbruch mit dem materiellen Schaden oder das, was es tief in uns angerichtet hat. Materielle Dinge kann man ersetzen. Die Wunde in uns drin, die bleibt. Wenn euch auch schon mal so etwas passiert ist, dann schreibt eure Erfahrung in die Kommentare.